Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen AliExpress Haul, beziehungsweise was heißt wieder? Wieder stimmt gar nicht. Ich habe zum allerersten Mal bei AliExpress bestellt. Und ich muss sagen, meine Erfahrung, ja, die Teile sind angekommen. Was mich ein bisschen gestört hat, ich habe zu jeder einzelnen Position separat eine Versandbestätigung per E-Mail bekommen. Also ich habe irgendwie, ich weiß nicht, 10 Sachen bestellt. In einer Bestellung aber, ne? Habe ich zusammen bestellt. Und ich habe aber ja immer Updates bekommen pro Position. Also das war ein bisschen verwirrend, weil ich dann natürlich zugebombt wurde mit E-Mails und die E-Mails nicht so ganz deutlich waren. Da stand, es gibt einen neuen Status, aber dann waren da ganz viele Bilder, Werbung und ich konnte aber in der E-Mail selber nicht sehen, was jetzt der neue Status ist. Also das war ein bisschen komisch. Ich habe einfach gewartet, bis alles angekommen ist und habe gehofft, dass alles ankommt. Und dadurch, dass ich das erste Mal jetzt bei AliExpress bestellt habe, habe ich Teile auch ein bisschen günstiger bekommen, als sie dann jetzt, nachdem ich das erste Mal bestellt habe, also wie die Preise dann jetzt sind. Aber dazu mehr gleich. Ja, ich bin Rena und ich habe hier schon wieder beim China-Shop bestellt. Ich weiß auch nicht so richtig, ob das Wahre ist, aber ich wollte es einfach ausprobieren, um auch mitreden zu können sozusagen. Ja, fangen wir einfach an. Wenn ihr Fragen zu irgendwelchen Positionen habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich gucke dann, dass ich es beantworten kann. Weil manche Produkte, für die schon öfter bei Ali oder bei diesen China-Shops bestellt haben, wissen, dass diese Teile dann oft nicht mehr verfügbar sind, aber es finden sich dann immer andere Shops, die das Gleiche dann anbieten. So, hier kam eins ganz alleine. So, ist hier noch was drin? Nein. Und ich habe schon mal so kleine Dosen, so wo 10 Stück oder so drin sind. Aber ich wollte diese hier mal ausprobieren. Ja, die sind hier so zum Aufmachen und hier das Fach ist ein bisschen größer als diese anderen kleinen. Deswegen wollte ich das unbedingt ausprobieren. Hat 1 Euro irgendwas gekostet, 10 oder sowas. Aber was total schade ist und somit ja auch schwierig zu benutzen jetzt, ist, dass dies und dies hier kaputt ist. Könnt ihr das sehen? Ne? Also hier und hier. Hier, jetzt kann man es ganz gut sehen. Ne? Ist komplett kaputt gegangen. Ich habe das jetzt hier drin gesammelt sozusagen. So, also da ist auch ein Riss drin. Ne? Ist auch ist scharfkantig hier unten. Wie gesagt, hier, das kann man gar nicht mehr benutzen und ist auch scharfkantig. Ne? Das Problem ist ja auch, man kann das jetzt irgendwie zwar abknipsen. Muss man mal gucken, ob ich es dann überhaupt noch verwende, ob es der Aufwand überhaupt jetzt nutzt. Ne? Ich habe das reklamiert. Also man muss die Lieferung erst bestätigen. Deswegen habe ich gewartet, bis die gesamte Lieferung da ist. Und dann hat man ja, ich glaube 30 Tage oder so, hat man Zeit, irgendwelche Sachen zurückzuschicken oder zu reklamieren. Und das habe ich reklamiert. Gut, 1 Euro wird jetzt meinem Konto gut geschrieben. Ich weiß nicht, ob ich nochmal bei Ali bestelle, keine Ahnung. Also im Moment habe ich sowieso einen Kaufstopp, aber ne, ist ärgerlich, weil das Ganze jetzt echt schwierig zu benutzen ist, weil ich auch Kinder habe, Kleinkinder habe. Da will man das ja auch nicht irgendwo liegen lassen. Ja, das ist ein bisschen schade. So, aber das ist ja nicht das Einzige, was ich geshoppt habe. Dann kommen wir mal hier zu diesen großen. Und da konnte ich einfach nicht dran vorbeigehen. Eigentlich penne ich ja aus den Koffern, aus diesen 60er Koffern. Und das finde ich auch okay. Und ich habe diese 56er Slotbox. Diese kleinen finde ich auch super. Oder 28er. Also damit komme ich gut klar. Tic-Tac ist nicht so meins. So, und dann gibt es dann noch diese größeren. Diese hier. Und da habe ich gedacht, okay, das ist was für Luxus. Brauche ich nicht unbedingt. Aber ich habe jetzt das allererste Mal bei Ali bestellt. Und da hat das Ding nur 10 Euro gekostet. Und da wäre ich ja schon blöd gewesen, jetzt daran vorbeizugehen. Weil da kostet ja eine 60er Slotbox schon mehr als 10 Euro. Deswegen musste das mit. Und ich habe nur gehofft, dass das heile ankommt. Aber Gott sei Dank haben die das hier in so einem Karton gemacht. Und das kam auch einzeln. Also das kam nicht zusammen mit anderen Sachen.
Ja. Der Karton sieht auch so eigentlich okay aus, bis auf hier. Aber sonst ist er heile geblieben. Und jetzt habe ich auch so eine Mega-Box, die ja schon mal ein bisschen größer ist als ein Koffer. Und ja, aber es ist flacher, ne? Also ich stelle das dann in meinen Schrank. Und wenn man das dann hier so sieht und hier beschriftigt das dann, was da drin ist, dann ist das auch schon wieder flach. So, der Deckel ist heile geblieben, hat auch keine Kratzer oder Risse. Und dann haben wir hier, das war jetzt glaube ich eine 50er, 2, 4, 6, 8, 10, 13, 26, nochmal 16, 26, 16, 32, 42, 43, 44, 45, 47, genau. Und 3 große, also eine 50er Box. Für 10,51 € würde ich mal sagen, ist ein Schnapper. Jetzt ist das ja nicht diese teure Marke, ich habe den Namen vergessen. Irgendwas mit E, glaube ich, hieß das. Ich weiß nicht, ob die Boxen alle identisch sind. Aber ist ja jetzt für mich auch egal, weil ich hier, das ist ja meine erste. So. Okay. Weil aus den 60er Dosen und so weiter, ich painte auch manchmal einfach direkt aus der Box raus, wenn ich nur so einzelne, wenn ich mal welche vergessen habe oder so viel Farbwechsel habe, dass ich immer nur 1 oder 2 Stück brauche. Dann tunke ich da auch gerne mit dem Stift rein. Geht ja dann hier auch super, ne? Also weil große Öffnung. Und hier nochmal. Also die hat vorher auch noch keiner aufgemacht. Der Knick hier. Genau. Die Leute, die schon so eine Dose haben, irgendwie von Ali oder so, wie sind denn eure Erfahrungen? Halten die immer noch? Oder sind die dann hier irgendwann überbeansprucht und reißen? Das ist so meine Befürchtung, die ich jetzt allerdings habe, tatsächlich. Naja, okay, für das Geld brauche ich jetzt nicht rumheulen, ne? Das war ja ein Mega-Schnapper. Und dann habe ich die Dose nochmal, also die gibt es ja in 42, 50 und 78 Slot. Ich habe jetzt die 50er für 50 € Quetsch, für 10,51 € Und dann gab es die 78er nochmal und die habe ich geschossen, lasst mich lügen, ich glaube für 15 €, genau. Also unter 20 €, weit unter 20 € auf jeden Fall. Und die musste ich dann auch noch shoppen. Die kommt dann später. Die ist noch nicht angekommen. Ja, also über die Box freue ich mich mega. Brauchen wir auch gar nicht einpacken. Da werde ich dann auch schon was abkitten. Muss ich ja mal ausprobieren, ne? Ob das funktioniert und so. Und wie das so ist. So, und dann geht das mal weiter mit dem kleinen Zeug. Was habe ich noch gekauft? Das muss ich erstmal selber gucken. Da hätte ich schon einmal reingeguckt, habe es aber schon vergessen. Ach ja, genau. Ich war ganz erfreut, dass man Aufsätze bei Ali kaufen kann. Und zwar die schmalen. Und da habe ich zuerst gedacht, das ist vielleicht ein Fake-Bild. Aber wie ihr sehen könnt, es sind tatsächlich die schmalen Aufsätze. Das sind die Vierer. Und ich painte sehr gerne mit den Vierern. Und die fransen immer hier unten aus, ne? Weil ich immer rumschiebe damit und ja, ne? Ja, finde ich gut. Hier sind 30 Stück sollen hier drin sein. Ich habe die jetzt nicht durchgezählt, aber werden ja wohl 30 sein, ne? Ich habe jetzt nicht durchgezählt. 30 Stück sollen hier drin sein. So, dann. Ach ja, genau. Hatte ich auch schon aufgemacht, weil ich sicher gehen wollte, dass das die Lieferung von Ali ist und nicht von Temu. Oder welche Ali-Lieferung? So. Dann habe ich mir hier ein kleines Döschen bestellt. Ja, ich weiß. Könnte man wahrscheinlich auch woanders kriegen, aber ich fand die so süß und irgendwie habe ich es ja gerade so mit Astronauten und ich fand die so cute. Die Farbe fand ich jetzt auch süß. Und hier wollte ich, vorausgesetzt ich kriege sie auf, mein Wachs reintun, weil die fliegen bei mir im Moment da, wer weiß, in den Schubladen von den Stiften rum und so und das gefällt mir alles nicht. Und hier
packe ich dann die Wachse alle rein, dann habe ich alle beisammen. Genau, und da ist es geschützt. Genau, das musste mit. Kam ja auch hier, wie ihr eben gesehen habt, in so einen wattierten Umschlag. Also die ist ja auch super heile geblieben. Und auch, wenn ich da jetzt nicht das Wachs rein tue, ich könnte da auch eigentlich meine Aufsätze rein tun. Wollen wir die nochmal zählen? Hier, 2, 4, 6, 8, 10. Ja, kommt hin. 30 Stück. So, und dann habe ich hier noch so. Achso, so rum. Da steht ja überall mein Name drauf. Sehe ich jetzt erst. Obwohl das jetzt alles in einer großen Tüte kam. Okay, standen da jetzt meine Namen drauf. So, dann habe ich sowas hier bestellt. Tja, was ist das? Eigentlich sind das diese Trenner für diese Pokémon-Karten, wenn man die Pokémon-Karten auch so wegsortiert in so eine Slotbox. In so eine Slotbox. Wie sagt man? Naja, so ein Fotokarton oder sowas. Ne? Also es gibt ja extra so Kartons auch für diese Pokémon-Karten. Und die Pokémon-Karten haben ungefähr die Größe wie bei uns. Also ich habe diese Restesteine-Box von der Heidi. Und die reicht mir natürlich nicht. Ich muss weitere Kisten anfangen und hatte mir jetzt überlegt, was kann ich denn noch nehmen. Und ich hatte hier so schöne bei Teddy und Woolworths, bei Teddy war das, habe ich so schöne Fotokartons gesehen und habe gedacht, ob ich das nicht auch benutzen kann. So. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht und habe diese Karten gesehen. Und ich will das mal ausprobieren. Jetzt muss ich mal gerade, wir können das ja einfach mal ausmessen, dann brauche ich keine Zippertüte holen. Die sind 7 mal 9,4. 7 mal 9,4. So, die normalen Siebtüten sind 6 mal 8. Also würde oben noch was rauskommen. Und die anderen Siebtüten, die ich habe, die sind 5 mal 7. Was war das jetzt? Gedächtnis wie ein Sieb? Ja, 5 mal 7. Ja, passt ja massig. Ich habe nämlich einmal die falschen Tüten bestellt. Ist euch das auch schon passiert? Jetzt habe ich 7 mal 5 Tüten und die 7 mal 5 Tüten sind auch genau 7 mal 5. Dass es da auch noch Unterschiede gibt. Naja, jetzt habe ich es auch gelernt. 5 mal 7 ist nicht gleich 5 mal 7, ne? Also bei manchen ist oben hier dies hier höher. Ja, und bei den anderen zählt das mit als die Länge. Okay. Und ich finde zwar die Idee schön, dieses weiße Kärtchen in das Siebtütchen dann reinzustecken und dann die Steine reinzutun, weil dann sehe ich natürlich die Farbe von den Steinen besser. Aber, und die Zipbeutel stehen natürlich von alleine, ne? Ich hatte aber auch überlegt, ob ich nicht einfach hier so ein Kärtchen dahinter reinstelle. Oder alle 5 Tüten stecke ich so ein Ding einfach damit rein. Ich habe mir zwar auch hier dieses Bastelpapier da von Action geholt, zum selber basteln. Aber ehrlich, ich bin noch nicht dazu gekommen, mir das einfach mal zurechtzuschneiden. Deswegen wollte ich dies hier mal ausprobieren. Hier sind, wie viel sind hier eigentlich drin? Habe ich schon wieder vergessen, 10 Stück. 1, 2, nee, das sind mehr. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. 12 Stück sind hier drin. Ja, wollte ich mal ausprobieren. Kosten 1 Euro, 2,30 € oder so. Fand ich jetzt okay. Durfte mit. Dann habe ich mir diese 28er Slot bestellt, aber das ist keine normale 28er Slotbox mit diesen 4er Aufsätzen eigentlich, sondern die Teile sind beweglich. Also einzelne sozusagen. So, genau. Weil ich habe ein Großprojekt vor. Und da gibt es immer nicht so viele Steinchen. Und da habe ich überlegt, ob ich die in sowas hier, da habe ich die hier gefunden halt bei Ali.
ein Großprojekt vor und da weiß ich dann noch nicht, wie ich mich sortiere. Muss ich erstmal ausprobieren. Und falls ich dann nachher die Döschen nochmal andersrum sortieren will, weil ich habe jetzt kein 300, nee, was? 16, 120, 280, 240. Kein 240er Koffer oder so viele Koffer, dass ich da jetzt das Riesenbild abkitten kann. Deswegen muss ich auf diese Dosen ausweichen. Und da ich mich nicht festlegen will, wie ich das jetzt sortiere, habe ich gedacht, ist das einfacher dann nachher im Nachhinein, wenn man schon abgekittet hat, nochmal zu sortieren, als wenn man diese Viererdöschen hat. Dann muss ich mich ja vorher schon entscheiden, was ich in diese Viererdöschen abkitte und kann es nachher nicht mehr wirklich sortieren. Genau. Und davon habe ich mir 2 bestellt. Genau. Wollen wir hier auch nochmal gucken. Die gibt es auch als 56er Box. Habe ich mir auch bestellt. Ja, man muss natürlich gucken. Man sollte sie dann vielleicht nicht über Kopf lagern, falls die Deckel aufgehen. Und sonst, ich drücke die immer an den Seiten, dann gehen die eigentlich auch auf. Genau. Also ich habe auch dieses System von Janine X, da sind die Döschen ein bisschen größer. Hier ist auch schon sehr leicht. Ja, mal gucken. Wollte ich mal ausprobieren. Man ist so ein bisschen flexibler in der Sortierung. 28 Stück in einer Dose. Genau. Und das war es auch schon. So, eine Sache habe ich noch vergessen. Und zwar habe ich hier tatsächlich noch ein Bild bestellt. Ich habe ein Bild bestellt. Und zwar habe ich das gesehen bei der lieben Silvia bei YouTube bzw. Instagram hat sie es gepostet. Es gab so ein Hello Kitty Event, keine Ahnung, da konnte man alles painten von Hello Kitty. Kannte ich auch bisher nicht. Egal ob lizenziert oder nicht. Also wir haben hier auf jeden Fall schon mal das Toolkit und Steine, ach, das sind eckige Steine sogar. Eckige Steine, die keine Wölbung haben irgendwie. Aha, okay. Das sieht aus wie Hartsteine. Okay, muss ich gleich nochmal gucken. Und zwar, habe ich ja schon gesagt, und es ist ein Hello Kitty Astronaut. Wie gesagt, Astronauten mag ich im Moment. Und dieses Bild hat es mir angetan. Es hat 24 Farben, soll 30 x 40 sein. Von der Größe her sieht das sogar einen Ticken größer aus. Wo ist mein Maßband? Ne, 35. 35. Okay, 5 cm Abzug. Finde ich jetzt auch nicht schlimm. Und das ist von der Firma Fiyo. Hat vielleicht der eine oder andere schon mal gehört. Die sind sogar auf Facebook, sehe ich hier gerade. Fiyo Diamond Painting. Okay. Es sind eckige Steine. Was mich echt überrascht hat, ich muss noch mal bei Silvia gucken, ob die auch eckige Steine hatte. Ich dachte, das wären runde Steine gewesen. Eine mega große Tüte 310. Ich frage mich, wo. So viel 310 gibt es hier doch gar nicht. Die 2 ist 310 und die 2 ist eigentlich nur hier im Rand. Hier drin. Ja, der Schatten, ne? Der Schatten von der Hello Kitty ist schwarz. Dafür empfinde ich das jetzt gerade ganz schön viel. 5.933 Steine. Was sagt ihr dazu? Kommt, helft mir mal. Ich würde sagen, das Braun
Wenn die mich veräppeln, das Braun ist auch eine 2. Ja, das ist natürlich doof, ne? Was ist denn die 7? Hier ist noch eine 7 dazwischen, die ähnlich ist. 648 DMC. Guck mal. Also, ich dachte ja zuerst nur der Schatten, aber das stimmt gar nicht. Hier das Braune ist auch alles 2 und wir haben hier die 7 dazwischen, die auch braun ist. Das finde ich echt unglücklich. Und die 7 ist aber... Nee, warte mal, die 7, ich muss nach der 7 gucken. 934. Das ist eine ganz andere DMC-Nummer. Ist aber auch hier so braun und... Also das ist alles hier eine Farbe. Also dies hier ist kein Fleck, sondern das soll so sein, vom Bild her. Okay. Aber da das eckige Steine sind, also das verstehe ich jetzt nicht. Dadurch, dass das eckige Steine sind, ja, müssen doch die Steine an eng liegen. Und dann sehe ich doch die Hintergrundfarbe nicht mehr. Warum macht man das denn dann jetzt hier? Wahrscheinlich, damit man das Motiv besser erkennt, wa? Das finde ich jetzt ein bisschen merkwürdig. Irritiert mich auch, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das Schwarz und das Braune ist alles 310. Ja, habe ja lange kein Bild gehabt mit 310. Insofern. Ja. Okay, so. Wo ist jetzt die Tüte mit 310? Können wir die ja gleich angucken, wenn wir die hier schon haben. Kann man schlecht sehen, ne? Bei Schwarz. Hier, also die sind so gerade hinten. Die sehen aus wie Hartsteine. Gucken wir nochmal eine andere Farbe. Habe ich hier, was habe ich denn hier? 38,65. Das gemischt. Was sagt ihr denn dazu? Sieht aus wie Hartsteine. Ja, das steht halt nicht immer mit bei. Und selbst wenn es beisteht, muss ich ganz ehrlich sagen, würde ich dem nicht immer Glauben schenken. Oftmals schreiben die ja alles rein, um irgendwelche Produkte zu verkaufen. Also hier sind auch welche dabei, wo ich denken würde, okay, das könnten Acrylsteine sein. Und dann wieder welche, wo man denkt, das sind Hartsteine. So. Okay, naja, ist ja egal. Eckige Steine. Ich bin gespannt, wie das Bild nachher aussieht. Allerdings muss es noch ein bisschen warten. Genau, jetzt bin ich aber fertig. Jetzt bin ich fertig mit meiner Ausbeute. Das war meine Ausbeute bei Ali. Ich habe, wie gesagt, ich habe einmal noch bestellt. Und zwar habe ich mir noch andere Aufsetzer bestellt. Die 6er habe ich mir noch bestellt. Und die 56er Box. Und einmal noch die 78er Dings. Genau. Mal gucken, wann das ankommt. Ja, das soll schon wieder von mir gewesen sein. Falls ihr wissen wollt, wie das hier funktioniert und so weiter, wie ich damit zurechtkomme, dann bleibt einfach up to date, indem ihr mir folgt. Hier unten die Glocke aktiviert oder mir auch auf Instagram folgt. Dort poste ich eigentlich immer auch Zwischenstände von den Bildern. Oder auch wenn ich irgendwelches Zubehör benutze, poste ich das da auch. Und falls ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis dahin. Tschüss.